Okay, machen wir jetzt weiter mit Fusion. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, würde ich euch gerne was erzählen. Ich glaube, ich habe es schon erzählt, aber ich mache es einfach nochmal. Ich wollte die 4 Stücke gleichzeitig fräsen. Also ein Blatt geholt aus Eiche, in der Mitte zersägt und beim Zersägen ist es geplatzt. In etwa 4 gleich große Teile. Die Leimstelle oder diese Leimnaht ist einfach aufgerissen. Ich weiß nicht wieso, es war mein erstes Mal und hoffentlich mein letztes Mal. Und ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht wurde zu wenig Leim verwendet oder es wurde nicht richtig verpresst beim Aushärten. Also stand ich da mit meinen 4 Stücken, mit denen ich nichts mehr anfangen konnte, weil die einfach zu klein sind für alle Projekte. Also habe ich gesagt, okay, beiße ich halt in den sauren Apfel und fräse die einzeln. Einmal kann man sehen, wie ich 2 Stücke gleichzeitig fräse. Es hat ganz knapp gelangt. Wie ich das gemacht habe, zeige ich in der Fertigung. Da habe ich ein bisschen getrickst. Okay, starten wir jetzt einfach mal wie immer mit einer Skizze, nämlich dem Grundkörper. Diese Maße hier hat mir der Kunde durchgegeben, habe ich so 1:1 programmiert. Wie man sieht, das ist nichts Wildes. Ich denke mal, wirklich, das sind die Basics. Als nächstes wird das Ganze extrudiert. Ich meine 200 mm, 195 mm, genau. Er wollte 200 und ich habe ihn gefragt, ob er 5 mm verzichten könnte, weil alle meine Bretter etwa 200 mm breit sind und so habe ich dann 5 mm Luft. Also 2,5 mm Spielraum. Okay, ich blende jetzt einfach mal alles wieder ein. Was jetzt hier in der Zeichnung etwas fehlt, was in dem Körper fehlt, ist diese Schräge hier. Ich mache die jetzt mal schnell rein für euch. Das mache ich nämlich mit der Schleifmaschine. Das hier schleife ich mit der Schleifmaschine ein, damit der Körper, und ich versuche jetzt mal das so ein bisschen hinzudrehen. Moment, ich habe eine bessere Idee. Also damit, wenn man es auf den Tisch stellt, das einfach so ein bisschen gekippt ist. Und das mache ich mit der Schleifmaschine, nicht mit der CNC. Und auch in der Zeichnung wäre es nur hinderlich hier mit dieser Schräge. Sie haben es weggelassen. Okay, wir machen das einfach wieder rückgängig. Als nächstes kann man hier H, Ella, H, mir, das H steht für hinten. Eigentlich war es immer einzeln hier, mir, Linda und so weiter. Aber weil ich jetzt alles mit einem Körper mache, da habe ich einfach gesagt, okay, die blende ich jetzt einfach mal aus und schreibe die ganzen Namen einfach übereinander. Und in den WinPC rufe ich einfach das entsprechende Programm auf. Das hat so. Wir lassen einfach mal Linda eingeblendet und dasselbe auch oben. Hier sieht man den Waldemar. Entschuldigung, das war falsch. Hier oben sieht man den Waldemar, mir, Ella. Und auch hier rufe ich einfach im WinPC das entsprechende Programm auf. Der Kunde hat mir erzählt, dass er eigentlich für Romy diesen Spielesteinhalter haben möchte. Deswegen wollte ich es mit reingravieren. Aber er hat gemeint, nee, lass es mal lieber weg, weil vielleicht wollen wir es für was anderes verwenden und dann würde das stören. Aller hopp, der Kunde ist König. Lass mal einfach weg. Ja, beim Fräsen später will ich ja so Stufen fräsen. Also Stufe 1, 2 und 3. Ja, man kann sehen, ich habe es nicht rausgelöscht, ich habe keine Lust gehabt. Deswegen bleibt es einfach stehen. Wir schauen uns einfach mal die mittlere Stufe an. Nämlich die Stufe 2. Und da habe ich einfach ein Rechteck gezogen mit, ich nenne es mal einem Rohteilaufmaß von 5 mm in jede Richtung. Das macht es später einfach einfacher. Wenn ich die Taschenfunktion aufrufe und sage, mach mir die Tasche, die und die, dann kapiert das einfach nicht. Ich weiß nicht wieso. Deswegen so ein Mini-Hilfsrahmen und das war super easy. So, wir blenden es gerade mal wieder aus. Das ist ja unser Körper und das war es tatsächlich schon. Den Rest machen wir jetzt in der Fertigung. Die Fertigung. Man kann schon hier 4 Setups sehen. Man kann schon das alte sehen, nämlich Setup 4 Stück.
Hier sind ein paar Fehler, aber die interessieren mich gerade nicht weiter. Hier kann man sehen Waldemar, Linda, Mia und Ella. Aber wie gesagt, das Holz ist ja gebrochen, also muss ich mir was anderes überlegen. Deswegen habe ich gesagt, okay, das hier einfach dupliziert, gesagt einzeln und doppelt. Einzel und doppelt unterscheiden sich nur im Setup, nur in dem Rohteil. Ansonsten sind sie völlig identisch. Und im Nullpunkt. Schauen wir uns mal kurz erst den Einzelnen an. Da habe ich einfach gesagt, okay, wir haben Y, hier ein bisschen mehr Material und als Nullpunkt will ich diese Ecke. Beim Doppelt habe ich gesagt, es gibt überhaupt kein Aufmaß und mein Nullpunkt ist genau die Mitte von dem Werkstück. Und da habe ich mir 2 Stücke genommen, nämlich von Waldemar und Linda, und habe es einfach auf das Stück gelegt und festgestellt, dass es gerade so reicht. Und habe mit 2 Markierungen gesetzt. Also einmal hier, sage ich mal, und etwa hier. Und die 2 Punkte haben einen Abstand von 70 mm. Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel planen, dann versetze ich meinen Nullpunkt um 70 mm, sage Y0 und lasse es einfach nochmal abfahren. Dann folgt die Kontur, dann springe ich wieder zurück, 70 mm plus, sage also Y0 und lasse es wieder abfahren. Ich habe keine Lust gehabt, das hier alles zu kopieren, um 70 mm zu verschieben, Nullpunkt zu definieren, Rohteil auszumessen. Ich fand das so einfacher. Okay, da die 2 ja völlig identisch sind, gehen wir nur auf den Einzelnen ein. Den Doppel ignorieren wir jetzt einfach mal. Und schauen uns den einfach mal an. Na. Ich habe hier die XY-Achse vorgegeben, das ist ja meine X-Achse, meine Y-Achse. So will ich es später einspannen. Und hier die 370 mm, 18 mm die Höhe, das ist genau das Bruchstück. Die erste Operation. Ich habe mir überlegt, ich gehe nur auf die Punkte ein, die erwähnenswert sind. Würde ich hier auf alle Punkte jedes Mal eingehen, würde ich noch morgen labern. Deswegen, ich springe durch alle durch. Dann könnt ihr euch anschauen, was ihr braucht, das Video auch pausieren, um die Werte vielleicht abzuschreiben. Und genau, gehe nur noch auf die wichtigen Sachen ein. Mein erstes Werkzeug ist ein Zweischneider, Nut Fraser, so nenne ich sie, mit geraden Schneiden von Bosch, 10 mm Durchmesser. Die Werte hier stammen aus meiner Excel-Liste. Oben rechts könnt ihr den Link sehen, wie man mit der Excel-Liste arbeitet und wie man die Werte hier erhält. Ja, Geometrie habe ich eigentlich nichts ausgewählt. Oh, Moment. Doch, da habe ich tatsächlich was ausgewählt, nämlich, ich muss es gerade mal suchen. Genau, hier die Aussparung Pratzen. Denn das Rohteil, wenn ich jetzt wegsprenge, kann man es eher sehen. Das ist ja das Rohteil und er würde alles abplanen wollen. Deswegen habe ich hier das Rechteck gezogen und gesagt, du darfst nur so weit abplanen, weil hier meine Spannpratzen sitzen. Okay, genau. Man könnte es auch einfach so machen, dann würde er das hier nehmen und ich habe gesagt, nein, du nimmst das hier. Bei der Höhe nichts verändert, hier nichts verändert, nichts erwähnenswert. Gut, das ist das erste Werkzeug, das Planen. Der zweite Schritt ist die Tasche, Stufe O steht für oben, Mitte unten. Wir schauen uns mal oben an. Dasselbe Werkzeug, unverändert. Was ich hier gemacht habe, ist ausgewählte Kontur als Endhöhe und als obere Höhe ausgewählte Kontur plus 3 mm. Auf der ersten Stufe ist es nicht ganz so schlimm, weil wir sind ja schon sehr nah am Rohteil, an der Rohteil-Oberkante, das passt. Aber später, wenn ich das nicht mache, ich erkläre es später. Also das habe ich gemacht. 1,5 mm Tiefenschnitt. Ich glaube, meine Excel-Liste hat 2 mm vorgeschlagen. Hätten wir auch machen können, aber irgendwie wollte ich doch auf Nummer sicher gehen, gesagt, okay, schon auf 1,5. Hier, das mache ich mittlerweile immer, muss ich sagen. Manchmal mache ich es mit Strupp und Schlicht. Mittlerweile nutze ich das ziemlich oft, diese Schlichtzustellung.
Ich sage, ich will eine Schlichtzustellung von 0,2 mm. Das heißt, er wird 1,5, 1,5 wegnehmen, lässt zum Schluss noch 0,2 stehen und wegen dieser Zahl hier sagt er, okay, im letzten Durchgang nehme ich dann 0,2 weg. Das ist ja quasi eine Art Schlichtdurchgang. Und sagt hier die gleichmäßige Tiefenzustellung. Nicht, dass er vielleicht 1,5, 1,5, dann 0,5 und lässt noch 0,2 stehen, sondern er verteilt das einfach gleichmäßig. Finde ich gut, darf er machen. Genau, hier ist nichts Besonderes. Ich glaube, hier ist auch nichts Besonderes. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas braucht, dann schaut es euch an. Und das ist die erste Stufe, Stufe oben. Stufe Mitte. Einfach dupliziert, nichts verändert, bis auf das hier. Also natürlich die Kontur, ganz klar. Und, hoppla, das wollte ich eigentlich. Genau, die ausgewählte Kontur plus 3 mm. Denn der fängt ab hier, das ist ja unsere ausgewählte Kontur. Man kann man vielleicht hier besser sehen. Fängt er, Entschuldigung. Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, man könnte es besser sehen, aber es bringt gar nichts. Er will ja dahin, muss das hier wegnehmen. Das sind ja 2,5 mm. Und ich habe gesagt, er darf hier 3 mm oben drüber anfangen. Man kann es schon sehen. Er fängt hier an zu fräsen. Würde ich hier nichts eintragen, also bei oberster Höhe, würde hier oben ab das Rohteil Oberkante anfangen, nämlich hier oben. Und dann fräst er die ganze Zeit in der Luft herum. Wollte ich nicht, deswegen habe ich gesagt oberster Höhe, ausgewählte Kontur plus 3 mm, damit er etwa ab hier anfängt. Ja, und das ist alles unverändert. Tasche unten. Da wird es eigentlich noch deutlicher. So, ich wiederhole mich gerade nochmal. Ausgewählte Kontur plus 3 mm. Das heißt, er fängt ab hier an zu fräsen, denn das vorher haben wir ja schon alles weggenommen. Das wäre ja Quatsch. Und würde ich hier bei oberster Höhe, ich glaube standardmäßig steht hier Rohteil Oberkante, würde ich das stehen lassen, wieder ab hier anfangen und die ganze Zeit so in der Luft kreisen, immer weiter, bis er hier nach unten ankommt. Und das sparen wir uns einfach. Und hier ist auch alles unverändert, beziehungsweise identisch zu M und O. Okay, jetzt haben wir hier unsere Stufen. Und jetzt mache ich nenne es Konturausschnitt 1,5. Also Konturausschnitt ist ja später das hier, dann schneide ich es ja komplett raus und sage hier Konturausschnitt 1,5. Das heißt, ich lasse die Hälfte vom Material noch stehen. Wieso mache ich das? Zum einen, weil ich mit diesem sehr dünnen Fräser nicht immer wieder ins Material fahren will. Denn man kann es sehen, so würde es aussehen. Und so wird jedes Mal dieser dünne Fräser ins volle Material fahren. Will ich nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme vorher mit dem sehr kräftigen 10 mm Fräser nehme schon gut was weg. Außerdem, wenn ich später diese kleine Phase mache mit meinem Formfräser, will ich auch nicht ins volle Material fahren. Deswegen holt dieser 10 mm Fräser schon sehr viel Material weg. Lässt aber noch genug stehen, damit es einfach die notwendige Stabilität noch hat. Okay, wir sagen hier, das ist die Kontur. Genau, ausgewählte Kontur plus 6 mm. Das heißt, er lässt mir hier noch 6 mm stehen. Ansonsten, wüsste ich nicht, was hier noch. Achso, Rohteilaufmaß habe ich noch gemacht von 0,2 mm. Axial wie radial. Ich will hier einfach 2 mm von der Wand wegbleiben. Und ich glaube, auch hier ist nichts erwähnenswert. Okay. Jetzt sind wir mit dem ersten Werkzeug, diesem 10 mm Bosch Fräser durch und machen weiter mit, wenn ich ehrlich bin, das ist so ein billig eBay Nut Fräser. Also
Da haben 10 Stück, ich glaube 1,70 € oder sowas gekostet. Für das Geld sind sie gut, muss ich wirklich sagen. Ich kaufe nicht so gern Werkzeug bei eBay, also aus China besser gesagt. Es gibt ja auch sehr seriöse Händler, aber die waren wirklich gut. 1/8 Zoll, diese mit geraden Schneiden, perfekt für Holz. Ich klicke hier einfach mal durch. Hier habe ich irgendwas gemacht. Jetzt muss ich schon was selber gucken. Achso, dasselbe Spiel. Ich sage diesen Punkt hier plus 0,5 mm. Da darf er anfangen, diese Tasche hier auszufräsen. Diese Tasche hier. Oder besser gesagt, diese Fläche. Wieder dasselbe Spiel. Ich sage, lass einen Durchgang von 0,2 zum Schluss stehen und mach dann eine Art Schlichtdurchgang. Funktioniert sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Mehr gibt es ja, glaube ich, auch nicht zu erzählen. Und dann fräst dieser doch sehr dünne Schaftfräser so stufenweise alles ab. Ich glaube, simulieren brauche ich es nicht, denn ihr habt es ja schon in live gesehen. Dasselbe machen wir mit Mitte und unten. Das ist das zweite Werkzeug. Als nächstes sagen wir hier mit dem Formfräser. Den muss ich euch gerade mal zeigen, denn der ist nagelneu. Habe ich extra für dieses Projekt mir zulegen müssen. Formfräser. Den habe ich auch bei eBay geholt von AM Zerspannungstechnik. Das ist ein sehr seriöser Händler, also der hat wirklich gute Werkzeuge. Kostet noch ein bisschen was, das merkt man ja auch. Also Schrott gibt es halt überall. Und ich will kurz hier auf diese Werte eingehen. Hier unten habe ich 1 mm. Schaftdurchmesser ist 4 mm. Gesamtlänge, das ist alles uninteressant. Hier der Ecknussradius. Ich habe hier einen Radius von 1,5 mm und das macht mir später diese schöne Sondung. Okay. Ja, bei den Schnittdaten muss ich sagen, habe ich einfach die Standardwerte genommen. 1000 mm fand ich gut, hat gut gepasst. Mein Bauer hat gesagt, jo, 1000 passt ganz gut. Habe ich so gelassen. Also das habe ich nicht in meiner Excel berechnet. Schauen Sie die Operation kurz an. Diese Konturen habe ich mir ausgewählt. Alles unverändert. Was vielleicht interessant ist, ist hier Rohteilaufmaß. Da habe ich gesagt, du musst axial minus 1,4 wegbleiben und radial 0,3. Ich musste mich an diese Werte einfach rantasten. Habe mit den Werten immer und immer wieder gespielt. Habe mit den Werten immer wieder gespielt, die Simulation aufgerufen und mir das dann immer wieder so angeschaut und gesagt, gefällt mir das? Wir haben noch den Körper ausblendet. Ne, machen wir doch die Transparenz. Ja, und dann gesagt, gefällt mir das so? Und immer weiter mit den Werten gespielt, bis mir das Ergebnis gefallen hat. Okay, das ist dieser Formfräser. Ich mache zuerst einen Schrubbdurchgang und dann einen Schlichtdurchgang. Und hier kann man die eigentlichen Schlichtwerte sehen, also 0,1 und minus 1,4. Dann taucht er noch ein ganz klein wenig tiefer ins Fleisch ein, also ins Material ein. Und dann sieht auch die Oberfläche noch besser aus. Als nächstes wird mit einem Datron Phasenfräser, das ist mittlerweile mein Lieblingsgravierwerkzeug, wird dann diese Schrift hier, also Waldemar, in dem Fall Waldemar graviert. Als obere Höhe habe ich gesagt 2,5 mm, als Endhöhe, Entschuldigung, 2,5 mm. Genau, und das mache ich halt mit den ganzen, hier sieht man es W, Waldemar, Linda, Mia und Ella. Und rufe im WinPC dann immer das entsprechende auf, was ich gerade brauche. Dann zu guter Letzt die Kontur. Das mache ich mit einem Makita Oberfräsenwerkzeug, 6 mm.
Habe hier noch Haltestecker reingemacht. Wieso man die jetzt... Achso, vielleicht muss ich den Körper einblenden. Seltsam. Also normal müssten jetzt hier so Dreiecke auftauchen. Also ich weiß gerade wirklich nicht, wieso die fehlen, aber sei es drum. Man hat ja gesehen, dass sie da sind. Als Endhöhe habe ich gesagt plus 0,4 mm, denn das Bauteil ist so groß, dass es nicht auf meine Opferplatte passt. Deswegen habe ich gesagt, okay, das kommt auf die Nutenplatte, aber bleibt 0,4 mm davon entfernt. Und so gehe ich auch nicht, also ich fahre nicht in die Nutenplatte, das wollte ich damit sagen. So, zu den Durchgängen. Ich glaube, muss ich auch nicht weiter drauf eingehen. Genau, hier Materialeinfahrt. Nee, also ist nichts Erwähnenswertes. Und so wird das gute Stück ausgefräst. Mit diesen schönen Rundungen. Sieht wirklich toll aus. Okay, wir sind mit dem Setup fertig. Und machen jetzt weiter mit hinten. Dazu spannen wir den Körper ja so ein. Hier kann man meinen Nullpunkt sehen, die Achsen. Und genau dasselbe Spiel. Waldemar, Linda, Mia und Ella. Graviere ich alles übereinander. Laut Software. In Wirklichkeit rufe ich natürlich die einzelnen Programme auf. Und das war es auch schon. Die ganze Fertigung. Wir machen jetzt weiter mit dem Servierbrett. Wir starten immer mit der Fertigung. Mit der Skizze. Also diese Welle hier entspricht nicht ganz dem Realbrett. Das habe ich einfach nur so gemacht, damit man sich das einfach ein bisschen besser vorstellen kann. In Wirklichkeit habe ich immer gesagt, es gibt so ein Rechteck als Netto-Arbeitsfläche, aber ich habe es schon mal in einem anderen Video erklärt. Okay, hier kann man die Werte sehen und da habe ich einfach eine Schrift eingefügt. Ich meine, das ist MV Boli, genau, das ist meine Lieblingsschriftart. Habe das so platziert, gefällt mir ganz gut. Der Kunde wollte eigentlich 3 Kreise. Ich habe ihn davon abgeraten, von den 2 hier, denn meiner Meinung nach versaut es so ein bisschen das Bild. Und so hat es der Kunde dann auch eingesehen, hat auch gesagt, ja okay, dann lass die erstmal weg. Und was können wir sie noch hinzufügen? Okay, ich meine, das hat auch einen Durchmesser von 65, genau. Die Software warnt jetzt und sagt, du kannst diesen Wert nicht vorgeben, denn du hast ihn schon vorgegeben mit diesem ist gleich hier. Ich habe hier eine Abhängigkeit gemacht, gleich, habe gesagt, diesen Durchmesser will ich auch hier haben und deswegen erlaubt er nicht eine Bemaßung und setzt es so in Klammern und leicht grau. Okay. Jetzt rödelt er ein bisschen. Ja klar. Das Ganze wird extrudiert, dann die Kreise, die Schrift wird hinein extrudiert, also subtrahiert und so sieht das fertige Stück aus. Absolut nichts Wildes. Und deswegen machen wir gleich weiter mit der Fertigung. Wir haben hier 2 Setups. Wieso 2? Weil meine Maschine viel zu klein ist. Einmal hier ein Setup, dann muss ich das Blatt umspannen und diesen Punkt hier neu antasten. Sau ärgerlich. Aber es war ja eh hinfällig, denn die 2 Kreise hier, die will er ja nicht mehr. Und deswegen kann man Setup 2 eigentlich komplett ignorieren. Setup 1 ist genau die Ecke hier. Ich habe es schon mal erzählt in einem anderen Video. Ich lege ein Lineal an und suche mir die dünnste Stelle aus von diesem Geschwungene und sage dann, okay, das ist mein Nullpunkt. Die Gravieroperation wieder mit diesem Datron, meinem Lieblingsgravierer. Als Geometrie wähle ich die obere Kontur aus. Sag als End. Oh, minus 4 mm. Okay. Also so tief tauche ich in der Regel nicht ein. Also 2,5 ist so das höchste der Gefühle.
Okay, wusste ich gar nicht, dass ich so tief eintauche. Ich glaube, das ist ein Standardwert, diese minus 4 mm. Und habe ich vergessen zu ändern. Okay, ist so, minus 4 mm, fast 5. Ja, unverändert, unverändert. Und so sieht es dann aus. Als nächstes folgt hier diese Tasche. Und das mache ich mit meinem nagelneuen Downcut Fräser. Also ich glaube, der wird programmiert wie ein, nee, das muss ich beim Holzschneider machen. Wird programmiert wie ein normaler Schaftfräser. Genau, wie ein normaler Schaftfräser, hat aber halt diesen Downcut. Downcut heißt einfach, dass die Spirale in die andere Richtung geht und diese Späne werden nicht nach oben ausgeworfen, sondern nach unten. Dann franzt die Ecke hier nicht so aus. Als Geometrie habe ich diese Fläche ausgewählt. Endhöhe ist 0. Tiefenschnitt habe ich gesagt 1 mm. Ich kannte diesen Fräser ehrlich gesagt nicht so ganz und habe gesagt, okay, bist du ein bisschen vorsichtiger. Aber man hätte hier so auf 2 mm, 3 mm gehen können. Akazie ist ja relativ weich, aber macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Wir sind ja eh in so einem Hobbysektor und Zeit spielt ja jetzt nicht die Rolle. Hat ein Rohteilaufmaß von 0,2 mm radial von der Wand, als auch axial von der Fläche. Genau. Wenn jemand was braucht, kann das hier ablesen. Als nächstes habe ich das hier dupliziert und schlicht genannt. Und was sieht man? Ich habe es einfach dupliziert und vergessen, hier irgendwas zu ändern. Das kann man auch in dem Video schön sehen, wie er einmal in der Luft kreist und einfach nichts macht. Wie gesagt, einfach vergessen, die Werte zu ändern. Und das mache ich hier richtig. Hier habe ich gesagt, Tiefenschnitte weg und Rohteilaufmaß weg. Das heißt, er nimmt jetzt in diesem Durchgang, und die Querzustellung habe ich etwas verändert, 0,2 vom Boden und 0,2 von der Wand nimmt er in diesem Schlichtdurchgang nochmal weg. Und zum Schluss folgt wieder dieser Formfräser, dieser Viertelkreisfräser, so heißt das richtig. Die Werte, genau, das ist die Kontur. Die Endhöhe ist alles unverändert. Und diese Werte hier habe ich aus diesem Romi einfach kopiert. Diese Werte haben mir gut gefallen, kopiert. Das können wir uns gerade nochmal anschauen. Auch hier habe ich immer wieder so gespielt und mir immer wieder angeschaut, aha, wie taucht er ein, wie sieht das alles aus. Und so war ich sehr zufrieden. Ja, das war's schon. Und so sieht unser fertiges Blatt aus. Ich hoffe, es gefällt euch oder hat euch gefallen. Und freue mich schon auf eure Kommentare und euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Ciao, macht's gut.